Adobe, minus 50% vom Hoch. CEO-Stuhl leer. Hauptversammlung in weniger als 48 Stunden. Die Wall Street verkauft aus Angst vor KI. Doch genau jetzt kauft ein Algorithmus mit 2787% historischer Rendite massiv nach. 65% Potenzial, weil die Masse die Rekordgewinne im Hintergrund komplett ignoriert. Warum das System heute zuschlägt und wie du den Fehler der Analysten nicht machst, erfährst du in den nächsten 4 Minuten. Dein Tech-ETF blutet aktuell. Der gesamte Softwaresektor liegt aktuell über 25% im Minus. Die Herde ist in Panik. Sie glaubt, neue KIs machen Software absolut überflüssig. Bei Adobe brennt scheinbar die Hütte. Der langjährige CEO ist weg, die Nachfolge völlig ungeklärt. Und Analysten? Die überschlagen sich mit Herabstufungen. Privatanleger werfen ihre Aktien in blinder Panik auf den Markt. Warum? Die Masse handelt emotional. Aber unsere KI-Strategie, die Techstars, die schlägt jetzt eiskalt zu. Der Grund? Die Maschine liest keine Panikartikel. Sie studiert nackte Bilanzen. Und die Zahlen zeigen eben genau das Gegenteil der Wall Street Panik. Erstes Quartal: 6,4 Milliarden Dollar Umsatz, 12% Wachstum. Der Gewinn pro Aktie schoss um 19% nach oben. Beides besser als erwartet. Von wegen KI zerstört Adobe. Die KI-Umsätze sind um das Dreifache gestiegen. 850 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Das Geschäft, das eskaliert im positiven Sinne. Die Bruttomarge, die liegt bei unglaublichen 89%. Adobe liefert knapp 3 Milliarden Dollar Cashflow in einem einzigen Quartal. Und genau dieser extreme Geldfluss ist der Hebel. Der Fair Value, also der wahre Wert einer Aktie, der liegt auf Basis von 11 verschiedenen Finanzmodellen bei 387 Dollar. Und genau das ist unsere mathematische Wertchance auf ein Aufwärtspotenzial von 65%. Aber wenn wir nur die reinen Cashflow-Modelle betrachten, dann katapultieren diese 3 Milliarden Dollar Cashflow das Kostziel sogar auf über 440 Dollar. Und jetzt zeige ich dir, wie die Wall Street dich verarscht. Während die Analysten öffentlich vor der Kamera Panik schieben und die Aktie herabstufen, haben sie hinter den Kulissen die Gewinnprognosen für das kommende Quartal klammheimlich nach oben korrigiert. Es gab 26 Aufwärtsrevisionen in den vergangenen 90 Tagen und genau 0 Analysten haben ihre Erwartungen gesenkt. Nutze diese Datenmacht für dein eigenes Depot. Lass dich nicht von Schlagzeilen ausstoppen. Wenn du die echten Fundamentaldaten der Wall Street sehen willst, dann hol dir Investing Pro. Mit dem Code DEPOTBOOST sparst du sogar 10%. Natürlich greifen wir hier in das fallende Messer. Die Unsicherheit vor der Hauptversammlung, die ist real. Aber die KI, die macht das eben ohne Emotionen und mit kalkuliertem Risikomanagement. Adobe ist kein All-In-Zock. Die Aktie macht gerade einmal 6,7% des Techstars-Portfolios aus. Daneben liegen hochprofitable Tech-Maschinen wie Intuit und EPAM. Das Gesamtportfolio, das zeigt ein Aufwärtspotenzial von 35%. Das ist professionelles Rebalancing. Überteuerte Hype-Aktien verkaufen und Cash-Maschinen wie Adobe am absoluten Tiefpunkt zukaufen. Die Masse wartet auf den perfekten Einstieg. Sie wartet, bis der neue CEO da ist und die Sonne wieder scheint. Doch dann ist Adobe längst wieder teuer. Die Zahlen von Adobe, die sind überragend. Das Risiko ist längst im Preis enthalten. Lerne, wie du Daten handelst, anstatt Gefühlen zu folgen. Klicke jetzt hier auf diese Playlist, um zu sehen, wie du von einem langweiligen ETF zu einem datenbasierten KI-Depot kommst, um den Markt eiskalt zu schlagen.